87%. So viele Unternehmen weltweit gaben in einer McKinsey-Studie an, dass sie von Skill Gaps betroffen sind oder sich ihnen bald stellen müssen. Diese Studie erschien bereits im Jahr 2021, die Zeit wird also knapp. Aber das war's noch nicht. Laut dem World Economic Forum sollen bis zum Jahr 2025 rund 97 Millionen neue Jobs mit vollkommen neuen Anforderungsprofilen entstehen. Unternehmen stehen also nicht nur unter Zeitdruck, sondern müssen ihre Mitarbeitenden auch noch für spezifische Rollen weiterbilden. Wie sie das schaffen sollen, fragst du dich? Ganz einfach, mit unseren 7 Power Skills. Warum diese 7 Power Skills? Es gibt einige Lernkonzepte und Bezeichnungen für Fähigkeiten, die in der Zukunft wichtig sind. Wie der OECD-Lernkompass und die Future Skills vom World Economic Forum basieren viele von ihnen auf dem P21 Framework for 21st Century Learning. Darunter kannst du dir eine Art Rahmenkonzept fürs Lernen vorstellen, das zusammen von pädagogischen Fachkräften, LernexpertInnen und Fachgrößen aus der Wirtschaft wie Apple, Adobe oder Microsoft für die gesamte Schülerschaft entwickelt wurde. Es definiert Fähigkeiten und Fachkenntnisse, die sie im 21. Jahrhundert benötigen, um sowohl beruflich als auch privat erfolgreich zu sein. Damit nicht nur SchülerInnen, sondern auch Unternehmen bestens auf die Zukunft vorbereitet sind, haben wir das Framework an die Anforderungen des Arbeitsalltags angepasst und die folgenden 7 Power Skills entwickelt. Klar denken und entscheiden, digitale Kompetenzen, Kreativität, emotionale Intelligenz, Kommunikation, Zusammenarbeit und Führung und globales Bewusstsein. Mit diesen 7 Kernkompetenzen können sich Mitarbeitende unabhängig von ihrem Job, ihrer Position und sogar ihrer Berufserfahrung ganz individuell und kontinuierlich weiterentwickeln und so die Zukunft von Unternehmen sichern. Unser Assessment für individualisierte Lernempfehlungen. Zahlreiche Studien belegen, dass reflektiertes und selbstgesteuertes Lernen für die Lernmotivation Erwachsener extrem wichtig ist. Deshalb haben wir ein Assessment entwickelt, das UserInnen Orientierung auf ihrer Lernreise gibt, indem es ihre Fertigkeitslevel in einer spielerischen Selbstreflexion misst. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Was ist eigentlich ein Assessment? Das ist eine Bewertung, mit der nicht nur das Level bestimmter Fähigkeiten, sondern auch Stärken und Schwächen einzelner Personen in unterschiedlichen Wissensbereichen erfasst werden. Unternehmen können dann diese Bewertungen nutzen und mit gezielten und persönlich zugeschnittenen Lernprozessen die Wissenslücken ihrer Mitarbeitenden schließen. Das Ziel ist also, ihre Fähigkeiten zu optimieren. Unser Assessment fokussiert sich dabei auf die Power Skills und umfasst 3 Teile. Der erste Teil legt die Relevanz der einzelnen Power Skills im Arbeitsalltag fest. Lernende beantworten dabei Single-Choice-Fragen wie: In deinem Job hast du mehr Schwierigkeiten damit, a. produktive Meetings zu haben oder b. selbstbewusst Entscheidungen zu treffen. Basierend auf ihren Antworten heben wir dann die Power Skills hervor, die für sie am nützlichsten sind. Im zweiten Teil wird mit Deep Dive-Fragen die Expertise ermittelt, über die sie bereits verfügen. Zuerst bewerten sie dafür auf einer Skala von trifft gar nicht zu bis trifft voll zu bestimmte Aussagen aus dem Arbeitskontext. Danach geben sie auf einem interaktiven Netzdiagramm ihre Fähigkeitslevel in bestimmten Skills an. Und zum Schluss wählen sie noch 10 Werte aus, die für sie von höchster Bedeutung sind. So wird die erste Hürde fürs Lernen direkt genommen. UserInnen können dann aus 3 vorgeschlagenen Power Skills einen auswählen, mit dem sie starten möchten und werden dann direkt zu den entsprechenden Kursen weitergeleitet. Entwicklung im Blick behalten mit der Growth Map. Laut der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, bestimmt vor allem eines den Lernerfolg: die Motivation der Lernenden. Und es gibt kaum etwas, das mehr motiviert als Fortschritt. Deshalb halten wir genau den in einer sogenannten Growth Map fest. Das ist eine interaktive Übersichtsseite, auf der UserInnen ihre Lernerfolge und ihr Wachstum nachverfolgen können. Auf ihrer persönlichen Growth Map sehen Lernende bequem auf einen Blick, welche Lektionen und Kurse sie in den 7 Power Skills bereits abgeschlossen haben und welche noch ausstehen. Für alle erfolgreich absolvierten Lerninhalte sammeln sie Punkte und können so Level abschließen. Je mehr Punkte sie sammeln, desto schneller erreichen sie auch das nächste Level. Und das sorgt nochmal für eine extra Portion Motivation beim Lernen.